Ja, ich bin Dennis Bialke, bin 27 Jahre alt, komme aus Menden und fahre einen Golf 3 VR6. Tja, warum das Auto? Ja, gute Frage. Ich wollte immer einen Golf 3 VR6 haben und für mich war klar, dass es auf jeden Fall ein Weinroter sein muss als Fünftürer und ohne Verbreiterung. Ja, und ich wollte halt gerne einen originalen VR6 ab Werk haben, weil ich keine umgestrickte Kiste haben wollte. Deswegen habe ich halt lange gesucht, bis ich den quasi jetzt gefunden habe. Und ja, durch Zufall habe ich dann quasi den Weinroten gefunden als Fünftürer, vom Rentner sogar, war halt sehr gepflegt, hat viel gelaufen gehabt, ist auch noch der erste Motor drin, also unberührt, nur Steuerkette gemacht. Ansonsten ja, hat das sich für mich dann quasi entschieden, nach 3 Jahren Sucherei, den zu kaufen. Ich habe den 2015 gekauft, im Sommer. Und ja, es fing halt quasi einfach an, ich habe einen Golf 2 gehabt und da war ein KW Gewinde drin. Da ist dann kurzerhand in den Golf 3 gekommen. Ich hatte VW Motorsport, den 7x17, hatte ich schon da liegen. Die habe ich dann auch direkt drauf gebaut. Und ja, das war quasi, ich habe den montags abgeholt und Montag nachts um 4 Uhr war das Ding quasi fertig. Auf dem Boden mit 17 Zoll drauf und dann ja, als nächstes kam quasi eine Ventofront. Die habe ich auf dem Weg quasi abgeholt, aber die ist dann kurze Zeit wieder entwichen und ja, das war quasi so auf dem Weg und dann ging es eigentlich weiter, den von vorn bis hinten aufzubauen. Es fing dann quasi an mit erstmal Lacksachen, breite Kotflügel, US-Stoßstangen und dann ging es mal so weiter und ja, im Endeffekt wurde es dann hinterher quasi ein Komplettumbau mit Golf 5 GTI-Ausstattung, Sitze, Rückbank umgebaut. Dann fing es an mit Golf 4 Cabrio Armaturenbrett, weil das genoppt ist und dann Beleuchtungsumbau und dann fing es mit Kleinigkeiten an wie hinterher Xenon-Umbau, Bi-Xenon-Linse vom Tiguan reingebaut und ja, dann im Grunde war das einmal komplett quasi entkernt, das Fahrzeug, alles neu abgedichtet, komplett neu lackiert und ja, dann direkt mit dem Abwischachsen alles gelb gepulvert, PU-Lager verbaut und dann einmal quasi von vorn bis hinten durchgebaut. Ja, die Frage ist, wie kann man so tief fahren? Ja, da gehört ein bisschen ja, technische Veränderung zu. Da habe ich erstmal natürlich angefangen mit breite Kotflügel. Mit den 18 Zoll ist das nicht ganz so einfach mit 165, 35, 18. Schleift trotzdem im Innenradhaus. Dann habe ich mir auf der Arbeit Lenkanschläge gedreht, die auf hinter mein Lenkgetriebe kamen. Und dadurch habe ich ein bisschen den Lenkwinkel begrenzt. Dadurch schleift er nicht außen, auch nicht innen. Dann hat sich das quasi mit der Vorderachse schon mal erledigt mit dem Schleifen. Dann ging es weiter mit der Hinterachse, weil bei der Starrachse ist es ja oft so, dass sie nach vorne reinfedert ins Radhaus. Dann schleift es quasi vorne am Rathaus und das wollte ich halt auch nicht. Also ich wollte das Auto schleiffrei fahren. Und ja, dann habe ich mir Achsversatzplatten gekauft. Diese passten aber leider beim VR6 nicht durch den Tank. Dann habe ich mir eigene gefräst auf der Arbeit, dass quasi der Achsversatz nicht ganz so extrem ist und habe dann hinterher eine Firma gefunden, die mir den Tank umschweißt und gekürzt hat. Dadurch, dass die Achse weiter nach hinten kam, musste ich halt den Tank etwas verkleinern und ja, im Grunde genommen ist das Rad jetzt wieder relativ mittig und ja, das ist quasi so die Sache, dass man halt so flach fahren kann.
Ist nicht ganz so einfach gewesen, aber so nach und nach hat das dann alles hinterher alles geklappt. Ja, Details am Auto gibt es hier und da das ein oder andere, wie zum Beispiel meine Heckblende. Die habe ich in Rot-Carbon lasieren lassen und beziehen lassen oder laminieren lassen, je nachdem, wie man sich halt quasi denkt. Carbon laminieren. Und ja, es geht halt weiter mit zum Beispiel Bi-Xenon-Linse, vorne umgebaut in den Doka-Scheinwerfern. Gibt es auch nicht oft zu sehen. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Öldruckanzeige in meiner Squirt-Dose und die Dose habe ich von meiner Freundin bekommen, die ist aus Mexiko, die gibt es halt hier gar nicht. Ne? Und die ist halt gelb mit weinroter Schrift, passt ja ganz gut zu dem Auto. Und ich wollte eine Anzeige haben, wo man halt sieht, dass es Öldruck ist, weil viele ja auch nicht direkt ins Rathaus gucken und sehen, dass es Gewinde ist und denken dann, na, es ist eh Luftanzeige oder so. Deswegen wollte ich da ganz gerne meine Ölanzeige drin haben, dass man halt sieht, dass es wirklich quasi keine Luft ist und wirklich Gewinde ist. So. Innenausstattung ist vom Golf 5 GTI. Ich fand die immer ganz schön, die Sitze. Mein Bruder hat auch einen Golf 5 GTI und die Sitze fand ich immer relativ bequem, weil ich bin den halt früher auch daily in Anführungsstrichen gefahren. Also ich bin auch mal einfach mal zum Sorpesee gefahren bei uns hier um die Ecke. Und da wollte ich schon ordentlich drin sitzen und da habe ich dann angefangen, Golf 5 GTI umzubauen. Die Rückbank war nicht ganz so einfach, da habe ich mir auch Adapter gefräst auf der Arbeit, dass das mit den Originalverschlüssen passt, dass ich die auch theoretisch klappen könnte, wenn der Bügel nicht drin wäre. Dann habe ich mir Seitenbanken, habe ich mir original vom Golf 5 und von meinem Golf 3 zusammengeschweißt und dann bezogen mit dem Leder von VW. Und dass das halt auch alles stimmig ist und alles so aussieht, als wenn es quasi so verbaut wäre, original. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen über meinen Golf. Ja, lasst doch einen Daumen einfach da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder gebt mir Feedback zu meinem Auto, könnt ihr das gerne unten drunter kommentieren. Und ja, wir sehen uns dann noch, denke ich mal, auf dem Treffen oder so. Bis dann.